Back to Baba. Also wirklich mal ein großes Danke an alle Kommentare, Zuschriften über LinkedIn, über E-Mail. Hat uns sehr, sehr gefreut, oder? Ja, hat uns getragen auch, ne? Ja, total. Nee, es gibt uns auf jeden Fall Kraft und Mut, hier weiterzumachen, ja, weil wir wissen, dass da Leute draußen sind, die da Bock drauf haben und zuhören und dadurch vielleicht ein Stück weit inspiriert sind und vielleicht eigene Gedanken dadurch auch angeregt werden. Also es macht wirklich Spaß. Vielen Dank dafür und gerne weiterhin Feedback und Kommentare zusenden. Wir freuen uns auch total immer auf diesen Tag. Ne? Wir machen es, die Aufnahmen sind in der Regel so einmal im Quartal bis jetzt, glaube ich. Ne? Ja, so ungefähr, ja. Und es macht großen Spaß. Ne? Wir eifern dem Tag entgegen. Das ist das richtige Wort? Ich glaube schon, ne? Ja, wir freuen uns auf den Tag, ja. Und haben natürlich immer wieder dann auch Themen, die wir besprechen wollen. Heute haben wir ein Thema, das, glaube ich, oft zu kurz kommt, nämlich wie gehe ich mit der Niederlage um? Mhm. Du hast ja professionell Basketball gespielt. Wie hast du dich gefühlt nach einer Niederlage? Mhm. Du spürst es ja schon dann im Spiel, wenn das Momentum nachlässt, der Trainer anfängt zu schreien, du ausgewechselt wirst, auf der Bank sitzt, kalt wirst und dann die Dusche danach und die Stimmung in der Umkleidekabine. Das Schlimmste ist dann die Busfahrt nach Hause. Als ich in Freiburg gespielt habe, war das weitest entfernte Spiel in Cottbus. Das ist weit. Magdeburg war auch hart. Also ich weiß nicht mal, wo es war, aber in einem dieser beiden Sind das Städte. dann 7 Stunden Busfahrt oder 8 Stunden? Ja, aber im Bus fährst du noch länger. Ich glaube, das waren 11 Stunden. Du sitzt 11 Stunden im Bus. Ja? Mit einer Niederlage in den Knochen. Ja, aber schon allein die Hinfahrt dahin ist ja schon so, dein Körper fühlt sich ja, überleg mal, wie du dich anfühlst, wenn du aus dem Bus aussteigst. Dann kommst du dahin, dann hast du da so harte Fans, die mit ihren riesigen Trommeln direkt hinter dir stehen und das ganze Spiel lang trommeln und deinen Kopf so, ja. Dann kommst du aufs Spielfeld und dann sind die dann irgendwie auch, weiß ich nicht, dann hast du so harte Jungs, die irgendwie total hart spielen und dann kriegst du einen auf die Mütze und dann sitzt du danach wieder im Bus 11 Stunden zurück und der Trainer, unser Trainer in Köln war auch immer geil, der war so emotional dann natürlich noch im Bus, dass der ganze Bus still war, niemand durfte irgendwas sagen und dann hat er mal angefangen zu schreien, zwischendurch auch unter anderem in der Autobahnraststätte hat er auch geschrien. Und das Witzige ist aber, dass du natürlich lernst, das Training danach ist natürlich dann auch relativ diszipliniert, kühl, ruhig und alle sind hoch engagiert, irgendwie keine Fehler zu machen. Also die Woche nach dem Training fühlt sich hart an, aber du lernst natürlich dann damit auch umzugehen mit dieser Niederlage, ne? Mit dem Schmerz. Ja. Und was macht einen guten Verlierer aus in deinen Augen? Trotzdem zu lächeln, das Lächeln nicht verlieren, positiv zu bleiben. Ja, dem Sieger zu gratulieren. Ja. Das gehört dazu, oder? Respekt zu zeigen. Ja. Wann ist dir zuletzt eine Niederlage passiert? Auch im Berufsleben jetzt bei Page? Schlechter Monat oder irgendwie einen Forecast nicht erreicht? Also was ich schon mal sagen möchte, ich finde das ganz geil. Ich habe Burna Boy in einem Interview gesehen. Kennst du diesen Afro-Pop-Künstler aus Afrika? Nee. Das ist der erfolgreichste Künstler, irgendwie Musiker aus Afrika aller Zeiten. Noch nie gehört. Der im Madison Square Garden auftritt und so weiter. Das ist so der neue Jugendstar. Okay. Und der hat gesagt, ich habe noch nie verloren in meinem Leben. Aber die Erklärung ist interessant, weil er sagt, was er damit meint, ist, dass eine Niederlage ihn immer weiterbringt und ihn weiterentwickelt und er es nicht als Fehler sieht, sondern einfach nur als Learning along the road, um weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln. Okay, das ist eine super Einstellung. Natürlich, wenn du es so siehst. Ich meine, es klang jetzt erstmal sehr arrogant und abgehoben. Ich habe noch nie verloren. Ja. Aber wenn er die Niederlage an sich nicht als eine Niederlage empfindet, sondern als eine lehrreiche Lektion, aus der du lernst, dich weiterentwickelst und danach stärker emporsteigst, dann hat er das Konzept eigentlich schon richtig erfasst. Dann ist er schon einen Schritt weiter. Ja. Und Niederlage in der Organisation, keine Ahnung, das ist halt die ganze Zeit gewinnen, verlieren. Also, weißt du, du musst ja immer wieder Entscheidungen treffen und am Ende hast du eine gewisse Informationsbasis, auf der du dann deine Entscheidung herleiten musst und dann ist es ja trotzdem immer 50-50. Du musst halt schauen, dass mehr der Entscheidungen irgendwie ins Gute laufen als ins Schlechte. Aber ich finde, du gewöhnst dich dran, irgendwie dann diese Entscheidung zu treffen und wenn sie dann die falsche war, dann musst du sie halt hinter dir lassen. Aber ich muss dir auch sagen, manchmal, es fühlt sich dann vielleicht so ein bisschen wie ein Fähnchen im Wind an, aber wenn du eine Fehlentscheidung getroffen hast, ja,
dann darfst du doch nicht nur, also du weißt dann zum späteren Zeitpunkt, es war eine falsche Entscheidung, aber aus vielleicht Stolz oder ich muss jetzt Leadership-Stärke zeigen, auf diese Entscheidung zu bestehen und zu setzen, statt einfach zu sagen, hey Leute, wisst ihr was? Das, was ich noch vor 2 Tagen gedacht habe, hat einfach auf einer anderen Informationsbasis basiert. Und ich habe jetzt mehr Informationen, ich habe mit mehr Menschen gesprochen, ich habe heute eine andere Meinung dazu. Und du bist dann kein Fähnchen im Wind, sondern du solltest doch einfach das Richtige tun. Und mir ist es nie schwer gefallen, dann einfach zu sagen, okay, dann korrigieren wir das. Dann, sorry, dass ich es vor 3 Tagen so gesagt habe, jetzt sage ich es halt anders, aber trotzdem ist das, was ich jetzt heute sage, die richtige Entscheidung und deswegen machen wir das. Ja. Aber es ist schwer, es fällt den Menschen schwer, diese Schwäche oder diesen Fehler zuzugeben. Ne? Ja, ich glaube, es fällt vielen schwer, weil sie Angst haben, was denken die Leute jetzt. Mhm. Und ich glaube, das ist der Schritt. Du musst dich davon lösen. Ja? Es ist egal, was die Leute denken. Die Leute werden irgendwas denken. Und du wirst es auch nie hinbekommen, dass alle Leute um dich herum von außen auf dich schauen, positiv denken oder zufrieden sind mit dem, was du machst. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, sich davon zu lösen und dann einfach die Situation so zu beurteilen, wie sie ist. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, ich meine, wer ist denn schon fehlerfrei? Niemand. Aber da drüber zu stehen und cool zu bleiben und dann auch irgendwie sich vielleicht in dem Moment auch ein Stück weit verletzlich zu zeigen, ich glaube, das ist eigentlich groß. Ja. Schwäche zu zeigen, ist eigentlich die wahre Stärke. Absolut. Und das Vertrauen, das du kreierst, wenn du dich verletzlich zeigst, wenn du dich öffnest, wenn du dich angreifbar machst, kreiert ja dann wiederum auch ein Vertrauen in der Interaktion mit deinem Umfeld, das sie sehr zu schätzen Schafft wissen. Vertrauen. Ja. Aber ich hatte eine interessante Phase. Ich war damals 3 Jahre bei der Page Group, war auch irgendwie sehr erfolgreich und dann hat mein damaliger Chef mich angesprochen, ob ich zu ihm komme und irgendwie Vertriebschef Deutschlands werde in der Fitnessindustrie. Dein ehemaliger Chef. Mein ehemaliger Chef, genau. Ja. Und ich war damals halt irgendwie, habe 2 Personen geführt, war wie gesagt erfolgreich, nicht unzufrieden, aber dieser Job war einfach sehr attraktiv mit einer hohen Gehaltserhöhung, mit einer großen Verantwortung. Also dann raus von Page. Page raus, Page verlassen, gekündigt. Witzigerweise zu dem Unternehmen zurückgegangen, bei dem du davor gearbeitet hast? Bei dem ich davor gearbeitet habe, sauber gegangen bin. Also ich habe vernünftig gekündigt, ich habe mich vernünftig verabschiedet, ich habe so lange gearbeitet, wie es die Organisation von mir erwartet hat. Ich habe nicht irgendwie krank gemacht oder irgendwie Gang raus, ich chill jetzt hier nur noch und laber die ganze Zeit und trinke 10 Kaffees am Tag und lenke die anderen von der Arbeit ab, sondern ich bin sauber gegangen. Ich habe mir, witziger auch, es gab dann irgendwie so einen Abschied und dann haben sie mir eine Badehose geschenkt, damit ich nicht baden gehe. Tatsächlich, das war geil. Beim Griechen um die Ecke, gell? Ja, da haben wir getanzt auf der Tanzfläche und du hast die Badehose bekommen. Damit ich nicht baden gehe. Ja, ich wusste auch noch, dass ich traurig bin. Ich meine, da haben wir noch nicht zusammen gearbeitet, aber ich dachte, schade, dass wir so ein Talent verlieren. Und bin dann weg und war dann in einer neuen Organisation, war dann 4 Monate da. Manchmal, man glaubt ja immer, dass das klingt so stumpf und abgedroschen, dieser Spruch, aber man glaubt ja immer, dass es auf der anderen Seite grüner ist, ja, bis man dann auf der anderen Seite steht und diese Erfahrung hat machen müssen. Aber ich brauchte das irgendwie für mich, um da einen Haken dran zu machen, weil ich vielleicht in so jungen Jahren sehr überrascht darüber war, schon etwas gefunden zu haben, was mir so viel Spaß macht, was ich so gut kann, dass es irgendwie so, okay, das kann ja jetzt nicht schon alles sein. Du konntest dein Glück eigentlich gar nicht fassen, ja. Und bin dann wieder zurück in die alte Rolle und habe dann aber nach 4 Monaten über Xing, meinem damaligen Chef, Pablo, eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, hey, wir müssen sprechen. Und dieses hey, wir müssen sprechen, es ist schon so, aha, okay, der will wieder zurückkommen. Und vielleicht war ich einer der Ersten, die das so aktiv, wie gesagt, das ist lange her, heutzutage ist es, glaube ich, deutlich normaler, die Hand zu heben, zu sagen, ich möchte wieder zurückkommen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber für mich war das damals schon ein großer Schritt, aber ich habe ist mir nie schwer gefallen zu sagen, ich habe einen Fehler, ich möchte wieder zurückkommen, es tut mir leid, weil ich brauchte das einfach und ich habe es so sehr vermisst, dass ich wieder zurück wollte. Sie haben mich dann irgendwie auch veräppelt am Anfang. Die haben, glaube ich, irgendwie so einen Deal gemacht, dass sie gesagt haben, hier, wir haben ja einen wichtigen Kunden und aufgrund der Zeitverschiebung, wie auch immer, ist der Termin irgendwie um 6 Uhr morgens und dann war ich um 6 Uhr morgens im Büro, alles dunkel, habe meinen Computer hochgefahren und so weiter und dann kam irgendwie so eine E-Mail, haha, Mike, verarscht. Dankeschön, dass du wieder da bist. Und dann habe ich irgendwie da gesessen und gewartet, bis dann, ich weiß nicht, wann die damals angefangen haben, aber deutlich später alle Mitarbeiter gekommen sind. Das war so der Payback dafür, dass ich die Organisation verlassen habe. Also ein bisschen bluten musstest du. Ich weiß, ein Kollege von uns, der hat das gleiche Thema in London gehabt.
Und der musste dann, glaube ich, eine Woche lang ein T-Shirt tragen, auf dem stand the grass is not greener on the other side oder so. Auch ganz geil. Das würdest du heute wahrscheinlich so nicht mehr machen. Nee. Ja, ich hatte letztens auch einen Moment der Niederlage, den ich sehr intensiv empfunden habe. Ich war auf so einer Award-Verleihung und ich war nominiert als irgendwie bester Leader in der Branche. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich fest davon ausgegangen, diesen Preis zu gewinnen. Wie alle anderen Nominierten auch. Relativ selbstsicher da irgendwie angereist. Und dann war das irgendwie so der Hauptpreis, der irgendwie am Abend verliehen wurde. Der ganze Saal voll mit Leuten aus der Branche. Mit mir 2 irgendwie nominiert, von denen ich noch nie gehört habe. Kleine Unternehmen. Okay, keine Chance. Und dann geht da der Laudator irgendwie nach vorne. Er hält seine Rede und kürzt dann plötzlich ab und sagt, ja, ich will euch jetzt da ja auch nicht zu sehr auf die Folter spannen. Und der Gewinner ist der andere. Und ich sitze da und denke, what the fuck? Was fällt euch ein? Und musste dann gut mit mir haushalten, damit mir wahrscheinlich eben nicht das Gesicht da irgendwie runterfällt. Entgleitet. Und habe dann echt gemerkt, wie mein Ego richtig zu kämpfen hatte und ich mich echt verletzt gefühlt habe. Hat dann mal einen Moment oder so gedauert, habe dann die ganzen Blicke irgendwie, die im Saal dann in Richtung auch wahrscheinlich meiner Person gegangen sind, irgendwie verarbeitet und habe dann aber irgendwie zum Glück meinen Kopf irgendwie eingeschaltet. Ich gesagt, okay, ist jetzt so, musst du akzeptieren, es wird Gründe geben. Der Laudator hat dann auch irgendwie vorgelesen, warum jetzt der andere gewonnen hat, der selber ein Unternehmen aufgebaut hat von Scratch, was dafür echt eine beachtliche Größe auch erreicht hat und sehr erfolgreich ist und so weiter. Und habe das dann akzeptiert und bin dann noch aufgestanden, als das Ganze irgendwie vorbei war und bin zu dem Gewinner hin und habe ihm wirklich von Herzen gratuliert und konnte mich für ihn freuen. Und es war dann so befreiend in dem Moment, dass ich dachte, Gott sei Dank bin ich jetzt so vorgegangen. Weißt du, es hätte ja auch sein können, dass ich irgendwie so verletzt bin, dass mein Ego mich so irgendwie nach unten zieht, dass ich da, was weiß ich, irgendwie verkrampft irgendwie den Saal verlasse und irgendwie die Tür hinter mir zuschlage, in dem Ärger und der Enttäuschung und mich da irgendwie als Opfer sehe. Aber der Moment, als ich dann zu ihm gegangen bin, ihm gratuliert habe, auch gesehen habe, dass es ihn sehr gefreut hat, dass ich zu ihm gekommen bin und gratuliert habe, hat mich dann mit der Situation irgendwie versöhnen lassen. Also von daher... Ich habe schon Angst gekriegt, dass er dich kommen gesehen hat. Dass ich einen Ellbogen gebe. Und von daher, das ist wahrscheinlich so der Tipp, den wir da in der Hinsicht irgendwie geben wollen. Ey, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Es gibt Gründe dafür. Seid dankbar auch für diese negativen Erfahrungen, für diese schmerzhaften Erfahrungen, weil die lassen euch irgendwo nachdenken, reflektieren und geht auf jeden Fall mit der Niederlage immer positiv um. Und wenn ihr einen Fehler gemacht habt, dann entschuldigt euch dafür. Das ist wahre Größe. Das ist wahre Größe. Ciao. Bis dann.